Mein Name ist Alexandra Schwell. Ich bin Professorin für empirische Kulturwissenschaft am Institut für Kulturanalyse. Mein Thema ist seit langer Zeit Sicherheit und Unsicherheit. Und mich interessiert, welche Bilder in der Gesellschaft davon existieren, was als sicher, was als unsicher, was als gefährlich oder was als bedrohlich empfunden wird. Dabei ist es häufig so, dass diese Bilder nicht einfach aktuell anhand von bestimmten Krisen entstehen, sondern diese Bilder existieren schon seit langer Zeit. Die haben eine Geschichte. Bilder vom bedrohlichen anderen zum Beispiel speisen sich häufig, gerade in Österreich, aus der Geschichte der Türkenbelagerung, zum Beispiel aus der Geschichte des Kolonialismus, speisen sich viele Bilder. Und die übersetzen sich auch heutzutage in Politiken, die machen Angst. Mit diesen Bildern werden Ängste und Unsicherheiten häufig geschürt. Und wir begegnen diesen Vorstellungen vom bedrohlichen anderen auch bereits zum Beispiel im Sozialisationsprozess. Also auch bereits in der Schule lernen wir darüber, wer sind wir, wer sind die anderen, wer gehört zu uns. Und das impliziert auch immer, wer gehört nicht zu uns. Momentan haben wir am Institut für Kulturanalyse mehrere Forschungsgruppen, die sich mit dem gesellschaftlichen Umgang mit der Klimakrise beschäftigen, ganz besonders im Hinblick auf Fragen der Klimagerechtigkeit. Vor dem Hintergrund der Frage nach Sicherheiten und Unsicherheiten ist das ein unglaublich interessantes Themenfeld, weil wir hier beobachten können, wie die Frage nach der Klimakrise ganz unterschiedlich von unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft verarbeitet wird. Manche Menschen verspüren sehr große Ängste, wenn es um Fragen der Klimakrise geht. Die fühlen sehr große persönliche Betroffenheit und leiten davon auch zum Beispiel Handlungspraktiken ab. Zum Beispiel, dass sie nicht mehr fliegen, dass sie in ihrem persönlichen Umgang sehr stark darauf achten, dass sie sich klimagerecht verhalten. Andere Gruppen in der Gesellschaft sehen sich weniger davon betroffen und sehen das eher als ein Problem, das an anderen Enden der Welt eine Rolle spielt, aber nicht hier. Die wollen sich bestimmte Freiheiten nicht nehmen lassen. Die sehen auch einen Teil ihrer Identität davon bedroht, wenn einschränkende Maßnahmen sie betreffen sollten. Also die Frage des Umgangs mit der Klimakrise ist auch tatsächlich ein soziales Battlefield, mit dem wir es hier zu tun haben. Ich bin jemand, der unglaublich gerne ethnografisch forscht. Ethnografisch forschen heißt, man möchte herausfinden, wie die Welt sich für Personen darstellt, die in ihr handeln. Und genau diese Begeisterung und diese Neugier an Studierende weiterzugeben und sie so ein bisschen auch gerade mit Exkursionen, Forschungsaufenthalten im Rahmen von Lehrveranstaltungen so ein bisschen ins kalte Wasser zu schmeißen und zu schauen oder ihnen dabei zuzuschauen, wie sie schwimmen lernen und daran wachsen, das macht mir sehr, sehr große Freude. Und die Rückmeldungen der Studierenden zeigen mir auch, dass sie sehr davon profitieren und dass ihnen das vor allem, und das finde ich das Wichtigste, sehr, sehr großen Spaß macht.